In diesem Video nehme ich euch mit auf die wildeste kanarische Insel. Wenn es eine Kanareninsel gibt, auf die es mich immer wieder zurückzieht, dann ist es Fuerteventura. Nur dass diese Woche hier zum ersten Mal kein reiner Urlaub ist. Und so war ich, der ich vor über 30 Jahren zum ersten Mal auf dieser Wüsteninsel ankam, tatsächlich etwas aufgeregt. Das kommt jetzt hier bei der Erstellung dieses Videos wieder auf, auch wenn seitdem nun schon einige Wochen vergangen sind. Und so wundert euch nicht, wenn ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas emotionaler rüberkomme, als ihr das von meinen Videos bisher kennt. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Reisevideo. Willkommen auf Fuerteventura. So, das sind Anblicke, die in letzter Zeit nicht so unüblich sind. Lange Schlangen an den Mietwagenschaltern hier bei Sika, wo man früher durchgelaufen ist. Ich stehe jetzt ungefähr schon 10 Minuten und aber es ist ja Samstagnachmittag und ich habe auch nicht mehr so sonderlich weit heute und insofern alles gut. Wetter 25 Grad, 20 Grad mehr als zu Hause und so kann das die Woche bleiben. Auch das ist geschafft. Nach etwa einer halben Stunde habe ich meinen Mietwagen. Diese Woche also einen Opel Corsa Automatik, genauso wie auch gebucht. Ab und zu kriegt man ja mal ein Upgrade, aber zurzeit ist, glaube ich, alles ziemlich ausgebucht. Jo, das Fahrzeug sieht noch gut aus. La Graciosa ist heute mal der Name. Hatten wir die Woche, glaube ich, schon mal. Muss ich mal gucken. So, und jetzt geht es mal, ja, noch nicht in die Unterkunft, sondern zunächst mal in den Hafen, weil ich habe was entdeckt. Da muss ich mal schauen. Und kaum zu glauben, 6 Tage nachdem wir sie verlassen haben, hier liegt sie wieder. Die Mein Schiff 7, heute auf Fuerteventura. Ja, das ist natürlich nochmal ein wirklicher Zufall. Oder auch nicht, wie ihr es wollt, dass ich die nochmal sehe. Unsere Kabine war übrigens dort hinten. So, mal gucken. Deck 10 auf der Steuerbordseite. Ja, wir haben seltene Situation Südwind. Das heißt, die Maschinen landen von Norden hier über die Stadt, über die Hauptstadt Puerto del Rosario. Das ist wirklich eine seltene Situation. Und ich fahre jetzt mal Richtung Coralejo. Ja, das Grinsen stand mir wirklich im Gesicht. Ich war gerade mal so 5 Tage in Deutschland und jetzt schon wieder hier. Ja, und hier waren wir ziemlich genau vor einem Jahr mit der Ilha Cosma. Hier oben noch einmal der Link zu unserem Tagesausflug in den Süden. So, bin jetzt angekommen. Eine halbe Stunde Fahrzeit ist es etwa vom Flughafen oder aus der Hauptstadt Puerto. So, das scheint, ja, das ist jetzt keine Ferienanlage in dem Sinne, sondern es ist ein abgeschlossener Teil und es scheinen wohl mehrere Apartments hier zu sein, wenn ich mal auf die Klingel vorne gucken. Ja, jetzt warte ich mal auf Franco, der wollte mich hier empfangen. Sieht alles schon mal sehr gepflegt aus hier innen drin, muss ich sagen. Hier von außen ist es jetzt nicht so, der Renner, aber ich denke mal, das wird sich gleich ändern. Bevor ich jetzt mal mein Zeug ausräume, mal ein kleiner Rundgang. Also ich habe jetzt hier die Wohnung Nummer 9. Ja, gehört einem Italiener, Franco, sehr nett. Der Kontakt war auch super im Vorfeld. Ich denke mal, ich werde euch das Apartment mal hier verlinken. Ja, fangen wir mal vorne hier an, im Bad. Ja, sieht alles sehr ordentlich aus. Ich habe ihn eben gefragt. Er meinte, es wäre nicht neu, aber er wäre immer hinterher, alles zu renovieren, so als würde er selbst drin wohnen. Ist auch seine eigene Wohnung, also er verwaltet das nicht, sondern ist tatsächlich seine eigene Wohnung. Ja, verwaltet er sozusagen für sich. Ja, sieht wie gesagt sehr modern aus. Die Küche ist wirklich perfekt ausgestattet. Hier vorne habe ich sogar eine Waschmaschine, muss ich mal gucken, ob ich die nutze. Ansonsten hier, ihr seht, komplette Ausstattung. Hier, ich brauche mal wahrscheinlich Kaffeemaschine, Toaster, ja, Spülmaschine. Haben wir jetzt zwar keine, aber das ist nicht so schlimm. Dafür hier Herd und alles. Ja, also sieht alles wirklich sehr ordentlich aus. Ah, da sind auch noch einige Utensilien. Die werde ich mir dann gleich mal angucken. So, gehen wir mal rüber ins Schlafzimmer. Ja, also wie gesagt, alles sehr stylisch, sehr geschmackvoll eingerichtet
und gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, hier draußen am Pool gucken wir gleich nochmal. Ja, großer Schrank. Da oben hat er wahrscheinlich seine eigenen Sachen drin oder hier zum Saubermachen. Hier für den Koffer. Couch. Ach so, hier. Das gibt noch einen wichtigen Ort. Das zeige ich euch dann noch später, denn ich bin ja nicht zum Spaß hier, streng genommen. Und auch als Hauptgrund, nämlich zum Arbeiten die Woche. Ja, großer Fernseher. Hier draußen habe ich noch eine Box und eine Couch. Und hier ist ein Tisch. Und hier vorne ist eine Poolanlage. Und ihr seht, es ist alles sehr ruhig hier. Ja. So, ich denke mal, das ist genau die richtige Umgebung für mich. Ja, was war nun anders in dieser Fuerte-Woche, meiner 20. oder so? Nun, in meinem bis übers Limit ausgereizten Fluggepäck befanden sich nicht nur Videotechnik, sondern sämtliches Equipment, was man so zur Einrichtung eines mobilen Büros benötigt, bis hin zu einem Bildschirm, den ich mir extra noch beschafft hatte, um auch wirklich anständig arbeiten zu können. Und während in Deutschland über Jahre von der Digitalisierung gefaselt wurde, existiert auf den Kanarischen Inseln eine Glasfaserabdeckung von weit über 90%. Die Anbindung ans über 1000 Kilometer entfernte europäische Festland ist hervorragend. Und so war noch nicht mal das mitgenommene Netzwerkkabel nötig, um völlig störungsfrei und extrem schnell arbeiten zu können. Mein größtes Problem war eigentlich, dass ich bei sommerlichen Temperaturen, anfangs waren es ja sogar über 30 Grad, nicht im deutschen Novemberpullover zu den Teamsitzungen erscheinen konnte. Nun gut, die kurze Hose unten sah ja niemand. Das vorne sieht nach einem Hipperdino aus. Hipperdino übrigens, ich habe schon öfters gesagt, aber in den letzten Kanaren-Videos, die einzige kanarische Supermarktkette. Och, der ist ganz ordentlich hier. Oh, groß sogar. Wahnsinn. Da gehen wir jetzt mal rein. So, das war mal der erste Einkauf. Der sollte mal das erste reichen. Ja, sehr schöner großer Supermarkt. Ja, und dann war der erste Tag schon fast vorbei. Auf den Kanaren wird es im Dezember so gegen 18 Uhr Ortszeit dunkel, aber es war besonders in den ersten Tagen nachts deutlich über 20 Grad und fast windstill. Das sollte sich aber noch ändern. So bin ich abends zum Essen Richtung Ortszentrum gelaufen. Das war so eine Viertelstunde. Corralejo ist ja verdammt gewachsen die letzten Jahre, kaum noch wieder zu erkennen. Ja, Fluch und Segen des Massentourismus, mittlerweile die größte Touristenansiedlung auf Fuerte. Das alte Zentrum um den Hafen ist nur bei genauem Hinsehen noch zu identifizieren. Es gibt eine beträchtliche Restaurantauswahl. Das Preisniveau liegt doch oft ein ganzes Stück unter dem, wie ich es zuletzt von Teneriffa kenne, wo ich ja dann auch anschließend noch hinkomme. Ich bin hier Samstagabends auf Corralejo unterwegs und wie ihr seht hier lebhafte Meile, ziemlich viel los. Und das ist doch ein bisschen überraschend hier für die Jahreszeit, aber hat sich schon so angedeutet. Früher war das hier rein englisches Publikum oder fast nur englisches Publikum, britisches Publikum. Das hat sich deutlich geändert. Ich habe eben schon deutlich mehr deutsche Stimmen gehört. Anfang Dezember war eigentlich früher auf den Kanaren nicht so viel los, eher so eine Zeit zum Luftholen für die Weihnachtsfeiertage, ja absolute Hochsaison. Aber ihr hattet es ja eingangs schon am Flughafen gesehen, das war in diesem Jahr jedenfalls nicht so. In 2024 waren am Ende über 17 Millionen Touristen auf allen Kanarischen Inseln. Wahnsinn. Fuerte scheint noch zu schlafen und ich fast alleine am Strand der Dünen von Corralejo. Das Rauschen der Wellen, die Farben, diese Schönheit. Es fühlt sich an wie ein anderes Universum. Es ist etwas Magisches, etwas Zeitloses. Ein Gefühl von Freiheit, während die ersten Sonnenstrahlen über dem Atlantik aufgehen. Ein schier endloses Meer aus goldenem Sand. Und ich spüre diese unendliche Weite um mich herum. Wie könnte man besser in den Tag starten? Auf diesem Kanal nehme ich euch mit auf meine Reisen. Wenn euch dieses Video bis hierhin gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und ein Kanalabo freuen. Dadurch unterstützt und motiviert ihr mich für noch viele weitere Reisevideos.
wenn auf Fuerteventura schon einige Kinofilme gedreht wurden, das Popcorn dafür kam nicht von diesem Strand. Und das hier ist auch kein Kinosnack, sondern kleine weiße Korallen, Fachbegriff Rhodolithen, damit Angebermodus wieder aus, die aber tatsächlich wie Popcorn aussehen. Ich bin an der Playa de Mejillón, einem der coolsten und ungewöhnlichsten Strände ganz im Norden Fuerteventuras. Am westlichen Ende von Corralejo beginnt eine Piste und bis hierhin sind es etwa 4 Kilometer, entweder zu Fuß oder aber wie ich mit dem Auto in etwa 10 Minuten. Neben einem Parkplatz befindet sich eine größere private Hütte. Auf einem Schild steht Juan el Pescador, also Juan der Fischer. Auf unübersehbaren Schildern wird deutlich auf Casa Privada und Prohibido el Paso, also Durchgang verboten, hingewiesen. Ob die unzähligen Skelette von Meerestieren, die hier zur Schau gestellt werden, reine Trophäen sind oder der Abschreckung dienen, das mit Seilen eingezäunte Gelände nicht zu betreten, ich weiß es nicht. Es war niemand zu sehen. Der Staub der Piste zog über die Hütten. Bei mir machte sich irgendwie Endzeitstimmung breit. Es gibt tatsächlich nach 20 Fuerteventura-Urlauben oder so ähnlich, doch das waren sie aber, immer noch Ecken, wo ich noch nicht war. So, schönstes Wetter, 30 Grad, über 30 Grad, aber rote Flagge. Das hier oben ist schon eine spezielle Ecke. Ich versuche mal näher ranzugehen, weiß nicht, ob das hier geht mit der GoPro. Das ist wirklich so. Ihr seht das ja, ne? Also es sieht tatsächlich aus wie Popcorn. Wenn ihr diese Eindrücke so seht, krasse Gegensätze. Die Kanaren sind ja sehr vielseitig und ich zeige das ja auch immer wieder in meinen Videos. Was ist denn eure Lieblingsinsel? Schreibt es mir gerne einmal unten in die Kommentare. Ja, auf Fuerteventura gibt es ja eine ganze Menge Pisten. Das sind schon öffentliche Straßen. Es ist so, dass wir hier uns illegal bewegen. Allerdings, was so grenzwertig ist, was jeder für sich entscheiden muss, ob er mit seinem Mietwagen auf sowas herumkutschiert. Eindeutig klar ist, wenn was passiert, das ist nicht versichert. Ja, wenn man sich mal so umguckt, hier stehen nicht nur Fahrzeuge der Einheimischen, sondern hier stehen auch, und es sind auch eben schon genug entgegengekommen mit ordentlich Speed, Mietwagen, ja, aber so richtig wohl ist mir hierbei nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche jetzt mal wieder auf eine asphaltierte Straße zu kommen. Ich habe mich auch extra hier vorne mal hingestellt, weil ich mich nicht getraut habe, hier die paar Meter mit einem normalen PKW noch zu fahren. So, stehe hier einsam und verlassen. Fast verlassen. Da hinten laufen noch zwei. Wo werden die denn hinlaufen? Hier ist ja nichts mehr. Der Norden Fuerteventuras besteht aus endlosen Steinwüsten und Sandsteppen. Nach Süden zeigen sich erloschene Vulkane und schwarze Basaltfelsformationen. Nach Fuerteventura kommt man einmal und nie wieder oder immer wieder. Ich bin auf dem Weg nach El Cotillo an der nördlichen Westküste. Und ich bin weitergefahren nach El Cotillo. Das liegt an der Nordostküste ist das. Nordwestküste. Ich habe schon ein bisschen mit der Hitze zu tun, denn es sind tatsächlich hier jetzt schon seit 2-3 Stunden über 30 Grad. Und geht zum Glück ein leichter Wind, aber nachdem ich gestern Morgen ja noch bei -2 zu Hause weg bin, ist das für mich natürlich schon eine kleine Herausforderung. Aber an Fuerteventura gewöhne ich mich eigentlich in der Regel immer sehr schnell, auch wenn es im November oder im Dezember ist. Ja, es ist traumhaftes Badewetter, also wirklich irre. Wirklich, das hätte ich nicht für möglich gehalten. El Cotillo ist auch enorm gewachsen in den letzten Jahren. Hier am Ortsrand, man weiß da nie so recht, ist das Baugebiet, sieht aber fast so aus. Wenn man hinschaut, sieht man hinten zumindest schon mal die Straßen mit den Laternen angelegt. Ganz dort hinten ist der Faro, da fahren wir vielleicht am Ende noch mal hin. Ich will aber erstmal hier dieses etwas merkwürdige Gebäude mir etwas näher anschauen. Ja, die Wasserflasche ist obligatorisch.
Das ist echt Wahnsinn. Und vorne sehe ich Wellen, Wellen, Wellen und was für welche. Ja, die Westküste ist ja nicht so ohne auf Fuerteventura. Aber das hier ist doch mal ein interessantes Gebäude. Das Gebäude hat mich jetzt so fasziniert, dass ich nochmal etwas recherchiert habe. Es handelt sich um die Casas de Antonio Padrón, ein Traumhaus-Gebäude-Ensemble, das vom kanarischen Architekten und Künstler Antonio Padrón Barrera entworfen wurde und in mehreren Abschnitten ab 1973 errichtet wurde. Wegen politischer und rechtlicher Schwierigkeiten wurden nicht alle geplanten Gebäude errichtet. Padrón wollte insgesamt 8 Wohnungen um einen zentralen Innenhof gruppieren und auch noch ein Restaurant eröffnen. Die ungewöhnlichen Formen und möglicherweise auch die Farbgebung haben zu dem Spitznamen die Schlümpfe, Los Pitufos, geführt. Anmietbar angeblich über Airbnb, also worauf wartet ihr? So, dann zeige ich euch mal auf der Karte, wo ich bin. Und zwar genau hier oben jetzt an der Nordwestspitze von Fuerteventura. Und jetzt ist gerade mal 1 Grad runtergegangen. Aber hier stehen schon seit 3 oder 4 Stunden deutlich über 30. Aber es geht ein angenehmer Wind. Und das macht es wirklich erträglich. So, wir sind also hier dann am Faro El Tostón an der Nordwestspitze Fuerteventuras. Der Krebs dürfte nicht mehr leben. Ich gehe aber nicht näher ran. Wir schauen noch mal hier rüber. Das ist bestimmt der alte Leuchtturm. Unschwer zu erkennen. Ja, und wenn man hier rüber schaut, entlang bis Richtung Corralejo, was ungefähr dort hinten hinter den beiden ehemaligen Vulkankegeln liegt, sieht man immer wieder Fahrzeuge, die dort parken und hellen Strand. Das ist meistens dann am Ende kein Sandstrand, sondern nur ein bisschen zurückgelagert. Vorne ist es dann meist Felsen. Das ist alles Piste. Bin ich ja vorhin gefahren, zumindest ein Stück. Und im Dunst hinten dann Lanzarote zu erkennen. Und jetzt bin ich nochmal unterwegs im Ortskern von El Cotillo. Hier riecht es schon lecker. So, hier riecht es vom Meter zu Meter leckerer. Nach gebratenem Fisch, wenn ich das richtig sehe. Wir schauen jetzt erstmal hier vorne nochmal über den Aussichtspunkt. Mirador. Ja, könnt ihr lästern drüber. Und dann gehe ich vielleicht nochmal was zu essen oder ich fahre zurück nach Corralejo. Ich bin ja wieder zurück nach Corralejo und habe mir wie auch im Laufe der folgenden Woche abends immer ein schönes Restaurant fußläufig gesucht, hatte ja danach auch keine Lust mehr mit dem Auto zu fahren. Ich hatte ja auch einige Tipps von meinem Vermieter bekommen und die Auswahl war ja auch sehr groß. Am nächsten Tag begann ja dann meine Arbeitswoche und die Mittagspause sah dann so aus oder so. So, Mittagspause.
Tag 3, wenn man den Schlüssel runterwirft, geht es auch zügiger. Und ich habe wieder traumhaftes Wetter. Morgens mal ein bisschen bewölkt. Gestern war ganz schön windig. Gestern Abend muss ich das erste Mal was Längeres anziehen, seit ich hier bin. Das ist natürlich heute Mittag nicht der Fall. Ihr seht strahlendes Wetter. Temperatur so 23 Grad. Typisches Wetter, leichter Wind. So, ich habe ja jetzt den kurzen Weg zum Strand gefunden. Gestern. Und den nehme ich jetzt auch mal. Ja, hier steht mein Auto. Die Spuren des Ausflugs am gestrigen späteren Nachmittag noch deutlich zu sehen. Tja, so ist das auf Fuerteventura. Ja, nachdem ich mich mittlerweile hier ein bisschen eingewöhnt habe, oder gut eingewöhnt habe, muss ich sagen, trauere ich schon auf den Samstag, wo ich ja meine schöne Ferienwohnung verlassen muss und die Insel wechsle. Aber bis dahin sind ja noch ein paar Tage und die werde ich nutzen, ganz sicher. So, der erste Arbeitstag ist geschafft und wie? Ich habe fast 10 Stunden voll gemacht. Hat alles wunderbar funktioniert. Jetzt kann ich etwas beruhigter in die nächsten 4 Tage gehen. Ja, war doch ein bisschen spannend. Heute Morgen, ob denn wirklich über Tag so alles funktioniert. Aber gute Vorbereitung hat sich hier eben ausgezahlt. Und jetzt gehen wir nochmal zum Sonnenuntergang hier an den Strand. 5 Minuten Autofahrt. Gucken, ob ich euch den Ort noch mal zeigen kann. Den Ortsausgang von Corralejo liegt hier hinter den Dünen. Vielleicht da vorne gleich noch mal. Und hier war ich ja gestern Vormittag schon mal. Ihr seht die 2 Rio-Hotels. Das Tres Islas und das Oliver Beach. Und es ist jetzt auch deutlich kühler als gestern, was nicht heißt, es ist kalt. Wir haben so 23 Grad und es sind jetzt kurz nach 5:30. In gut 20 Minuten ist Sonnenuntergang. Und den wollen wir ja mal genießen hier oben von der Düne. Ja, Livestream muss sein. Die Heimat 3.500 Kilometer entfernt mal ein bisschen neidisch gemacht. Was für ein Sonnenuntergang über der Wüsteninsel. Hinter mir liegt El Cotillo, vor mir Staub, Felsen und die scheinbar endlose Weite der nördlichen Westküste, karg und unnachgiebig. Wenn man die richtige Geschwindigkeit trifft, ist die Piste recht gut befahrbar. Allerdings bläst heute ein ziemlich starker Wind und es gibt immer wieder diese Wellblechpassagen, die mich kräftig durchschütteln. In der Vergangenheit bin ich im Süden auf der Halbinsel Jandia schon häufiger bis nach Cofete. Das sind hin und zurück rund 40 Kilometer reine Piste, allerdings mit einem Geländewagen.
Heute bin ich hier auf dem Weg an die Playa de Escalera. Escalera heißt auf Deutsch übrigens Treppe. Das muss man hier, glaube ich, nicht weiter erklären. Die Westküste Fuerteventura ist rau und wild. Die Sandstrände verlocken zum Baden im Meer. Aber es ist Vorsicht geboten, auch an scheinbar schönen Tagen. Unterströmungen machen sie brandgefährlich. Leider schon sehr viele hat die atemberaubende Natur leichtsinnig werden lassen und sie haben das mit dem Leben bezahlt. Auch wirklich gute Schwimmer. Ich bleibe da lieber am Strand liegen und mache mir nur die Füße etwas nass. Die Wassertemperatur beträgt hier Anfang Dezember immerhin noch 20 Grad. Am Ende dieses Tages wartet auf mich bei inzwischen ziemlich starkem Wind wieder einer dieser Sonnenuntergänge, die so typisch sind für diese Wüsteninsel und an der Westküste nochmal eine ganz besondere Atmosphäre produzieren. Hier hinten, das muss auch eine größere Hotelanlage sein. Das habe ich schon auf dem Plan gesehen. Das ist also jetzt bei mir direkt hinter der Anlage. Ich wohne sozusagen hier dahinter. Ja. Und hier ist ein Fahrradverleih. Hatte ich auch mal kurz überlegt, aber komme ich ja gar nicht die Woche dazu. So, das heißt, kurzer Abstecher noch in den Hipperdino. Ja, Lebensmittelpreise hier so in etwa auf dem deutschen Niveau, manches etwas günstiger, insbesondere einheimische Produkte, manches etwas teurer. Man bekommt natürlich auch Markenprodukte aus Deutschland und Mitteleuropa. Dafür zahlt man natürlich dann einen entsprechenden Preis. Wer sein Nutella unbedingt morgens zum Frühstück haben will, der muss das halt hier auch bezahlen, bekommt man aber auch. Ein Großteil der Produkte muss dann eben doch vom spanischen Festland eingeführt werden und das liegt ja immerhin über 1100 Kilometer entfernt. Und für mich ist der nächste Arbeitstag geschafft. Ich habe heute mal nicht ganz so lange gearbeitet. Die Dünen liegen ja direkt vor der Haustür. Mit dem Auto etwa 5 Minuten. Heute ist traumhaftes Wetter, viel Wind und für mich geht es natürlich an den Dünenstrand. Hier vorne verweht die Straße schon. Das ist typisch Fuerteventura. Ja, und das mit den Sandverwehungen, das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was mich hier heute noch erwarten sollte. Boah, ich habe den ganzen Sand abends in die Boote reingeschleppt. Ich hatte ja in der Vergangenheit schon einige Fuerte-Urlaube, da ist mir der Sand dann Monate später zu Hause im Bett aus irgendeinem Buch gerieselt. Das Eldorado der Kitesurfer heißt Fuerteventura und das hier war natürlich heute der perfekte Tag, wo man das direkt vorne am Strand hautnah erleben konnte. Also lasst euch begeistern in den nächsten Minuten von diesem Sport.
Wollt ihr weiter solche Videos sehen, dann abonniert meinen Reisekanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Nach Fuerteventura kommt man einmal und nie wieder. Oder immer wieder. So langsam neigt sich meine Zeit auf Fuerteventura dem Ende entgegen, aber zuvor geht's noch nach La Oliva. Der gesamte Norden Fuerteventuras ist Gemeindegebiet von La Oliva. Bevor ich später den Ort selbst besuche, geht's noch ein Stück weiter in Richtung Süden. Hier findet man das, was man auf Fuerte als Bergland bezeichnen kann. Mein Ziel ist zunächst der Mirador de Vallebron. Etwas unbekannter ist der Name El Mirador de la Degollada de Valle Grande. Ja, und hier auf der Anhöhe nutzt der beste Windpuschel der GoPro nichts, hat die Tonaufnahme komplett zerstört, sodass ich das jetzt hier aus dem Off nochmal nachvertone. Ja, ich hatte mein Auto unten am Straßenrand stehen gelassen, war alleine mal wieder unterwegs. Ihr seht, niemand weit und breit. Bin die paar Minuten entlang dieses Weges der Steinmauer nach oben bis auf den Mirador de Vallebron. Der Berg Tindaya gegenüber ist der erodierte Rest eines etwa 20 Millionen Jahre alten Vulkans. Heute ist das Licht nicht wirklich optimal, um dem Berg richtig Geltung zu verschaffen. Der Tindaya ist der heilige Berg der Ureinwohner, die ihn als rituelle Stätte verehrten. Auf dem Gipfel befand sich eine Art Freilufttempel für verschiedene Zeremonien und er hatte wohl astronomische Funktionen. Es fanden sich Gravuren mit Linien, die auf die anderen Berge der Kanarischen Insel zeigen. Den Pico de las Nieves auf Gran Canaria und den Teide auf Teneriffa, der immerhin fast 270 Kilometer entfernt ist. Und jetzt wird es spannend, zumindest beim Teide. Auch wenn der über 2700 Meter hoch ist, gibt es aufgrund der Erdkrümmung keine direkte Sichtverbindung vom Gipfel des Tindaya. Bei besonderen klimatischen Bedingungen, zumindest kurzzeitig aber schon. Ihr habt das vielleicht in eurem Fuerteurlaub schon mal erlebt, von Morrojable oder von El Cotillo den Teide zu sehen. Besonders im Winter ist es nämlich wirklich ab und zu mal drin. Dieses Phänomen, für das sie wahrscheinlich keine natürliche Erklärung hatten, dürfte auf die Ureinwohner einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben. Und hier in der anderen Richtung nach unten sieht man sehr schön das Valle Grande, das große Tal von Vallebron. Und ich bin jetzt in La Oliva. Der Ort ist Gemeindesitz der nördlichsten Gemeinde von Fuerteventura. Also der komplette Insel Norden ist Gemeindebezirk La Oliva. Ja, hier war ich auch das letzte Mal vor, keine Ahnung, 30 Jahren vielleicht. Ja, dieses alte Holzportal riecht so typisch wie alte Holzportale riechen, wenn ihr wisst, was ich meine. So. Ziemlich schlicht,
Aber auch eine schöne Holzkonstruktion als Decke. Und ihr seht, wir sind im Advent her. Ja, eine schlichte, doch wirklich sehr schöne Kirche, katholischen Spanien, und diese typische kanarische Bau, diese dunklen Basaltsteine mit dem Holz, wird noch an der Krippe gearbeitet, die ja in der Regel sehr großzügig gestalten sind und auch im Freien liegen. Ja, das ist mir schon in den letzten Jahren immer aufgefallen, sehr detailverliebt, muss genau hinschauen, beziehungsweise man darf sich ruhig Zeit lassen, um alles zu entdecken. Es wird im Prinzip so das kanarische Leben dargestellt. Die Kamele gehören jetzt nicht unbedingt auf die Kanarischen Inseln, auch wenn es auf Lanzarote welche gibt. Aber sei es mal drum. Ja, das ist die Pfarrkirche, die Parroquia, wo wir eben drin waren. Kennt ihr leicht wieder. Wir befinden uns dann immer noch direkt davor. Ja, wenn man genau hinschaut, sieht man, dass hier irgendwie der ganze Ort nachgebaut wird. Ich weiß gar nicht, Dorf ist ein bisschen untertrieben, ganz so klein ist das gar nicht. Aber letztendlich sind die Orte natürlich hier auch überschaubar groß. Tja, kann man davon ausgehen, dass es jedes Jahr hier in wochenlanger Arbeit wahrscheinlich aufgebaut wird. Ja, damit der Sand nicht wegfliegt, wird er noch befeuchtet. Also das ist wirklich schon beeindruckend. So, hier ist Rathaus. Ayuntamiento. Die Gemeindeverwaltung, Bürgermeisteramt, Rathaus, was auch immer. Ja, sind nicht nur die normalen Bustouristen, hier kommen die mit dem offenen Bus. Habt ihr das gesehen, ja? Das ist ein Open-Air-Bus. Airbus. Freitagnachmittag, Feierabend, alles zusammengepackt. Und dann müssen wir mal schauen, ob ich alles unterbringe. Aber jetzt hoffe ich, habe ich noch ein paar schöne Stunden hier am Strand. Und werde nochmal das schöne Wetter genießen, das angenehme Wetter. Es ist zwar heute nicht ganz so sonnig, es ist bewölkt teilweise, aber jetzt sind es 23 Grad und das lässt sich gut aushalten. Insofern, vamos a la playa. Wir haben heute den 6. Dezember, Freitag, 6. Dezember, spanischer Feiertag. Wie so oft in den letzten Jahren bin ich hier unten auf den Kanarischen Inseln. Der 6. Dezember ist in Spanien nicht nur Nikolaus, sondern auch Dia de la Constitución, Tag der Verfassung, Ende der Franco-Zeit aus den 70ern. Das heißt, heute ist Freitag Feiertag, am Montag ist noch der nächste Feiertag. Dafür ist eigentlich erstaunlich wenig los. Ich hätte jetzt gedacht, hier ist viel mehr los. Wir heute Abend im Ort noch mal schauen. Aber mir soll es recht sein. Wie ihr seht, ist jetzt auch mal Ebbe. Die Woche war ich hier, da war es ein bisschen später, gegen Abend. Ja, war mehr Wind, das Wasser mehr ans Land gedrückt worden. Hat man das vielleicht nicht so gesehen. Ich laufe jetzt mal ein ganzes Stück hier runter bis an die beiden Rio-Hotels und zwischendurch mal ein Picknick machen und genießt das nochmal. Ja, ihr seht, der Strand ist weit, selbst wenn hier mehr los ist. Bleibt noch genügend Platz. So, das war also eine Woche Test, erfolgreicher Test, Arbeiten aus dem Ausland. Lag natürlich auch daran, mit dem Erfolg, dass ich wirklich super Bedingungen hatte, sehr ruhige Anlage, sehr gute Umgebung, einen super schnellen Internetanschluss, Glasfaser. Hat einwandfrei geklappt. Ich hatte noch für alle Fälle nochmal Netzwerkkabel mit, aber das ging wunderbar. Ich werde also nun morgen nach Teneriffa übersetzen. Das wird für einige ein Schock werden, die denken, oh, jetzt kommt er endlich zurück, der Irre. Ja, wie lange macht er jetzt schon hier unten rum? Wir wollen ja nächste Woche noch mal ein bisschen wandern. War alles gar nicht so einfach. Ich glaube, so viel Gepäck hatte ich hier runter noch nie. Hätte die Woche jetzt hier, glaube ich, auch nicht so viel gebraucht, weil ich weiß das vorher schon.
Ich bin jetzt fast hier an dem ersten Rio Hotel. Rote Flagge. Ja, also wirklich ersichtlich. Das ist eigentlich nicht. Die Wellen sind ziemlich harmlos. So sieht es jedenfalls aus. Allerdings auch kaum jemand im Wasser. Das wird aber schon seinen Grund haben. Die sind schon hier ja sehr erfahren und bei dem Punkt natürlich die Woche gelesen. Immer wieder dramatisch. Wieder fast 70 Badetote dieses Jahr schon auf den Kanarischen Inseln. Ich glaube allein 12 hier auf Fuerteventura. Weiß nicht, das ist vielfach Übermut. Ich habe das ja schon bei den letzten Videos mal wieder thematisiert. Kann auch in den Charcos sein, also in den Meerwasserschwimmbädern. Oder aber hier am Strand, dass sich die Leute überschätzen. Wie gesagt, wir haben ja oft auch ablandigen Wind. Jetzt hier auf der Seite der Insel nicht, aber die Woche an der Westküste war das ja der Fall. Und dann kommt man natürlich auch mal schneller vom Ufer weg. Für jeden, der hier runterkommt, lasst euch durch die wunderbare, überragende Natur, Strandnatur, Umgebung, Berge, lasst euch nicht täuschen, wir sind hier mitten im Atlantik. Ich habe jetzt das erste Hotel umrundet. Das ist das Tres Islas tatsächlich. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das schon hier ist. Ich würde sagen 30 bestimmt. Ne? Wer es genauer weiß, kann es gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich wusste es auch mal, habe es aber vergessen, ehrlich gesagt. Sieht natürlich hier schon phänomenal. Wer genau hinguckt, sieht hinten sogar den Weihnachtsmann sitzen. Oder den Nikolaus, muss man ja heute sagen. Und so gehen diese fantastischen Tage auf Fuerteventura für mich nun zu Ende. Und jetzt seid ihr dran. Fuerte-Fans geworden? Schon gewesen? Oder nee, das ist nichts für mich? Schreibt es mir doch einmal gerne unten in die Kommentare. Und wie es dann weitergeht, das seht ihr gleich. Und das seht ihr im nächsten Film. Mit einer Inselkennerin bin ich auf Teneriffa unterwegs und zunächst geht's in eine Ghost Town, eigentlich errichtet für Leprakranke. Anschließend sind wir im größten Wallfahrtsort auf den Kanarischen Inseln. In der Adventszeit ist es hier besonders stimmungsvoll. Und wenn ihr wissen wollt, was eine Churreria ist, dann bleibt dabei, abonniert meinen Kanal und verpasst kein Reisevideo mehr. So, jetzt ist das Auto hier. Das war jetzt, glaube ich, der 7. Mietwagen dieses Jahr. Einer kommt noch. So, das ist also jetzt auch das erste Mal, dass ich mit Binter fliege. Mal schauen, wie es läuft.